Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Command & Conquer Klon Dying Breed in den Early Access gestartet, Lebenszeichen von Nova Roma, Railway Empire fast geschenkt, Content Update für Tempest Rising, Anno 117 Demo erhält überraschend einen Patch und Entwicklungsupdate zum Die Siedler-Nachfolger The First Explorers. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute habe ich was für Eisenbahnfans rausgepickt, nämlich Railway Empire, welches viel zu günstig angeboten wird, um es zu ignorieren. Dazu aber gleich noch mehr. Mit Dying Breed gibt es seit Montag frische ATS-Kost für Fans der ersten beiden Command & Conquer-Titel. Denn Dying Breed kopiert die Westwood-Klassiker ganz schamlos und hat dementsprechend sogar trashige Zwischensequenzen im Angebot, welche wie damals mit mehr oder weniger echten Schauspielern aufgenommen wurden. In der alternativen Zeitlinie von Dying Breed endet der Zweite Weltkrieg im nuklearen Holocaust, wodurch natürlich ähnlich wie Tiberium eine neue Energiequelle aus dem Untergrund wächst. Was dann passiert, könnt ihr euch denken. Fortan kämpfen zwei, den ehemaligen GDI und NOT nachempfundenen Fraktionen um die neue Ressource und haben gleichzeitig allerhand Probleme mit Zombies und aus Tune geklauten Riesenwürmern. Kann man sich also mal geben und kostet zum Start 13,99 € auf Steam. Commander, set up a base and destroy all enemy units. Let's slow these monsters down. Good luck! Nach einem halben Jahr Funkstelle gibt's endlich ein Update zum Römer-City-Builder Nova Roma. Das Ein-Mann-Projekt war ursprünglich mal der erst angekündigte Vertreter in diesem Bereich, hat aber nach vielen Jahren Entwicklung immer noch keinen fixen Release-Termin. Das ist so schade, da nicht nur viel später angekündigte ähnliche Spiele wie Pompeii längst im Early Access sind, sondern auch in circa 4 Wochen Anno 117 erscheint, welches ebenfalls viel später angekündigt wurde, aber eben dann mit Release alle weiteren Spiele in diesem Bereich für Jahre vor Probleme stellen wird. Zumal auch Anno so Selling Points wie eine Wasserphysik und das Aquädukt bedienen wird. Mal davon ab, wurde diese Woche der neu eingebaute Tag- und Nachtwechsel vorgestellt, der noch ein bisschen mehr ist als nur verändernde Lichtverhältnisse. So haben eure Bewohner im Spiel Arbeitszeiten, die ganz unterschiedlich beginnen können, aber in der Regel in der Nacht enden. Bäcker müssen zum Beispiel viel früher raus, während Angestellte in Geschäften ein paar Stunden länger schlafen können. Da eure Bürger nach der Arbeit nach Hause laufen bzw. am Morgen wieder zurück zur Arbeit gehen, ist auch entscheidend, wie weit deren Wohnhäuser vom Betrieb entfernt liegen, was viel Spielraum für Optimierungen bringen soll, aber auch für ein realistisches Stadtbild sorgt. Nova Roma soll angeblich noch 2025 kommen, wovon ich den Devs aber wie gesagt aufgrund von Anno 117 nur wärmstens abraten kann. Willkommen in Amerika. Wir schreiben das Jahr 1830. Es gilt, das größte Eisenbahnimperium in den noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika zu errichten. Beim Instant Gaming Durchblättern bin ich auf das ursprünglich 2018 erschienene Railway Empire gestoßen und ja, da auch irgendwie hängen geblieben. Im Jahr 1830 ist es hier eure Aufgabe, das komplette Schienennetz inklusive Bahnhöfe und alles, was sonst noch dazugehört, in Amerika zu entwerfen. Nebenher schraubt ihr an Eisenbahnen, stellt Personal ein und bespielt so eine immer komplexer werdende Wirtschaftssimulation. Warum jetzt also die Erwähnung? Na, weil der Titel bei Instant Gaming mit 2,70 € ganze 17 € günstiger als auf Steam direkt ist und für den Preis eigentlich ein No-Brainer ist. Also, wenn ihr mit Eisenbahn und sowas anfangen könnt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Und wir haben ein Vermögen gemacht. Denn wir sind die Railway Tycoons. Our dynasty has waited long enough.
Darüber hinaus hat der RTS-Vorzeigetitel Tempest Rising sein nächstes größeres Update erhalten. Mit dem sogenannten The Customization Update gibt es jetzt, wie der Name schon sagt, vor allem mehr Möglichkeiten, euer Spielerlebnis zu individualisieren. So lassen sich jetzt zum Beispiel Feedback-Sounds eurer Einheiten von 100 wie bisher bis auf 0 reduzieren, falls ihr das Gelaber nicht mehr hören möchtet, bzw. den Fokus auf andere wichtige Geräusche im Spiel legt. Dazu gab es neben Name-Tags auch einen Schimmereffekt für ausgewählte Einheiten, der via Option in diversen Varianten genutzt werden kann, aber auch an einen vereinfachten Farbmodus für Barrierefreiheit wurde gedacht, sowie an neue Optionen für den Spectator, um besser die Übersicht zu behalten. Die mit dem letzten Patch eingeführten Spielgeschwindigkeiten lassen sich jetzt auch im Multiplayer nutzen, zudem lassen sich jetzt die Starteinheiten zu Beginn einer Partie anpassen bzw. verändern. Darüber hinaus gab es dann noch eine neue Casual-KI-Variante sowie 4 neue Maps für den Multiplayer, welche aus Kampagnenmissionen entnommen wurden. Die hunderten Balance-Anpassungen spare ich mir jetzt einfach mal, aber der Support fürs Spiel scheint wirklich richtig gut zu sein. Tempest Rising bekommt ihr bei Instant Gaming für 27 €. Get ready to fight like hell. Du bist weit entfernt von den Marmorsäulen Latiums und mit dieser Entfernung kommt Freiheit. Die Freiheit, so zu regieren, wie du es wünschst. Das Land zu ziehen. Die Anfang Oktober gestartete Demo für Anno 117 Pax Romana sollte ursprünglich nur 2 Wochen zur Verfügung stehen und heiß auf den bald startenden König unter den Citybildern machen. Bei Ubisoft scheint man damit aber so extrem offene Türen eingerannt zu haben, dass die Demo bis auf weiteres weiterhin zur Verfügung steht und jetzt sogar mit einem Update versorgt wurde. Das Update spendiert der Demo einen Absturztracker, mit dem die Devs für die Vollversion weitere Schwachstellen finden und dann vorab ausmerzen möchten. Des Weiteren ist die Demo jetzt auf Französisch und Chinesisch vorhanden, hat aber vor allem etwas ganz anderes verändert. Nämlich den Hexwert in der Exe-Datei, um das Zeitlimit von nur 1 Stunde zu deaktivieren. Hat allerdings nichts genutzt. Ein neuer Workaround für die Umgehung war bereits nach nicht einmal einem Tag auf Reddit zu finden. Also, wirst du mit römischer Faust regieren oder mit keltischer Hand? Was passiert als nächstes? Es liegt ganz bei dir. Du kannst es von hier aus weiterführen. Seit einigen Monaten hält uns ein Mann-Dev Sebastian Buchwald über den Entwicklungsstand von The First Explorers via Discord-Monatsupdate auf dem Laufenden und beschreibt im Prinzip in Stichworten, was er die letzten 4 Wochen am Spiel machen konnte. Das ist Fluch und Segen zugleich, da man zwar einiges transparent mitbekommt, zum anderen aber es wegen ausbleibendem Footage nicht genug Material gibt, um neue Explorer-News-Folgen für euch zu produzieren. Immerhin werden Patreon-Supporter, die das Spiel mit ein paar Euro monatlich unterstützen, mit regelmäßigerem neuen Material versorgt. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Jedenfalls konnte er im September unter anderem die erste Version der Skirmish bzw. Multiplayer-Lobby fertigstellen, in welcher sich jetzt auch schon Karten via Dropdown-Menü auswählen lassen und anschließend auch die Startpositionen konfigurieren lassen. Ebenfalls lassen sich bereits jetzt freie Slots mit Bots füllen. Im fertigen Spiel sollte hier dann auch die Spielerfarbe, Teams, den Schwierigkeitsgrad der Bots und natürlich auch allgemeine Dinge wie die Startgüter, die Starteinheiten und sogar die Kampfkraft anpassen dürfen. Sobald es wieder Vorzeigbares für alle gibt, halte ich euch wie gewohnt weiterhin mit den Explorer News auf dem Laufenden. Ansonsten ab jetzt dann natürlich auch wie heute im Wochenrückblicksformat im Rahmen meiner Möglichkeiten. In diesem Sinne, Eisenbahnfans holen sich jetzt Railway Empire mit meinem Partnerlink und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn ich euch unter anderem in meinem Early Access Test Video zeige, wie gut Red Chaos geworden ist.